So, alle guten Dinge sind 3. Das ist der 3. Versuch jetzt, das anständig aufzunehmen. Erst habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken. Dann habe ich vergessen, das Mikrofon anzumachen. Und jetzt seht ihr das Intro. Das war das Intro. Ihr seid dabei bei der ersten Ausgabe, der allerersten Ausgabe von Frag doch mal den Lux. Frag doch mal den Lux ist meine Kategorie, meine neue Kategorie für euch, meine einzige. Und zwar habe ich euch gefragt, was wollt ihr denn vom Lux wissen? Was interessiert euch am Lux? Oder gibt es einfach irgendeine Frage, die euch interessiert? Hier habe ich mein Handy. Ich blende euch jede Frage natürlich nochmal ein und ich blende euch natürlich auch die Nutzer ein, die diese Frage gestellt haben. Und ich verliere auch gar keine Zeit und fange gleich mit dem ersten an. Und zwar der Frederiksen Wolfo Victor von Facebook oder hat über Facebook gefragt: Wann bist du denn mal in Hamburg oder wann kommst du denn mal nach Hamburg? Wann komme ich mal nach Hamburg? Lieber Victor, dieses Jahr nicht mehr, muss ich dich leider enttäuschen. Es wird aufgrund Corona wahrscheinlich wirklich jetzt ein Jahr dauern, bis wir uns dann so gesehen wiedersehen können. Also wir kennen uns ja jetzt leider noch nicht, aber bis man wirklich reisen kann, ohne größere Bedenken zu haben. Also einfach jetzt will ich kein Risiko eingehen. Also ich bin ein Mensch, der schon etwas vorsichtiger ist und sagt, wir müssen es nicht übertreiben. Wir sehen die aktuellen Zahlen und wissen, es wurde übertrieben. Und genau das ist jetzt der Punkt. Ich will nicht zu diesem Teil der Menschheit gehören und ich halte mich da lieber ein bisschen zurück. Ich sage mir, das kann ich auch nächstes Jahr noch machen, da geht die Welt nicht von unter. Also lieber Victor, dieses Jahr wird das nichts mehr, muss ich dich leider enttäuschen. Nächstes Jahr bestimmt. Ich hoffe, dass wir dann Corona im Griff haben und dann steht dem nichts entgegen. Mein Süßer kennt Hamburg noch nicht, also den möchte ich sowieso mal dahin entführen. Ich war schon ein paar Mal da. Und liebe auch die Stadt, die ist wirklich schön. Und dann hoffe ich einfach, dass die Frage schon damit beantwortet ist. Die nächste Frage, die kommt vom Lukas.sch703. Lieber Lukas, du fragst mich, ich hätte eine Frage. Was war eigentlich deine erste Gier, welche du dir geholt hast? Jo, das ist auch einfach beantwortet. Die erste Gier ist meine O'Neill-Gier. Die weiß-grün-schwarze O'Neill-Gier. Jetzt kann ich mich so hinstellen, ne? So wie so ein Boss halt. So. Boah, voll der Checker. Nein, macht man ja eigentlich nicht. Ne? Wenn man moderiert, macht man das nicht. Das war die erste Gier. Ich blende da jetzt mal ein Foto ein. Ich bedanke mich schon mal an der Stelle an den lieben Alex von gearimages.de, der dieses Foto gemacht hat, der viele schöne Fotos von mir gemacht hat, auch von uns gemacht hat. Der liebe Alex in Berlin. Also wenn ihr geile Gear-Fotos haben wollt, geht zu ihm, gearimages.de. Schöne Grüße an dich. Danke nochmal fürs Shooting. Das war die erste Gier, ihr habt es jetzt gesehen. Und die habe ich mir über Facebook gekauft, über den Kleinanzeigenmarkt von Facebook. Für 50 €. Es war ein anderer Motocrosser, der das damals loswerden wollte. Ich hatte natürlich noch gar keine Ahnung davon. Das war also so gesehen wirklich reiner Zufall. Ich fand sie ganz geil. Ich hatte Bilder von ihm gesehen, von ihm selber, der die anhatte dabei. Also er konnte Cross fahren, man hat das gesehen auf den Bildern. Er war jetzt also keiner, der wirklich das nur gekauft hat, weil es geil aussieht oder so. Der konnte schon fahren. Und das war die erste Gier. Passend dazu habe ich mir dann die A-Stars gekauft, die Tech 7, die weißen, die er da auf dem Foto gesehen hat, und den Helm dazu, den O'Neill Monsterhelm damals. Die Helm und Boots waren halt 1000-mal teurer so gesehen oder 10-mal so teuer, in dem Fall teurer als die eigentliche Gier. Ja, das ist so gesehen die erste Gier, die ich mir gekauft habe. Ich hoffe, lieber Lukas, damit ist die Frage beantwortet. Das ist jetzt schon eine ganze Zeit her, aber war eine schöne Frage. Danke, dass du sie gestellt hast. Und ich komme dann einfach jetzt schon mal zur dritten und damit auch letzten Frage in diesem Spiel. Und zwar geht es darum, der Nick_DH_live über Instagram fragt, wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Heieiei.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist vor allem eine sehr, sehr gute Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt, weil es eigentlich eine längere Geschichte ist. Ich versuche sie kurz zu erzählen. Es hat eigentlich damit angefangen, mein Fahrlehrer sagte damals, willst du nicht auch den Motorradschein dazu machen? Und ich sagte dann, naja, weißt du, eigentlich wollte ich ja nur Auto fahren. Und er sagt, naja, ist doch aber günstiger und so. Ich habe damals keinen Sinn darin gesehen, den zu machen. Also habe ich ihn auch nicht gemacht. Problem dann an der Sache war, später hätte er mich natürlich deutlich mehr gekostet, das ist klar. Der Wunsch kam und der kam halt mit der Gier zusammen. Es war so, ich hatte einen Partner, der selber kein Motorrad gefahren ist, der ist nur Quad gefahren, hatte aber MX-Gier. Der hat mich dann halt schon angefixt, muss man sagen. Die fand ich ziemlich geil, weil er war auch ein geiler Typ, ist ohne Frage. Er war gärtenschlank, fast athletisch. Er sah mega geil aus in dem Outfit. Und damit hat es eigentlich angefangen, mit der Gier dann auch weiterzugehen. Und wenn du dann so reingehst in diese Szene, sage ich jetzt mal, es ist keine Szene, aber in diese Welt, sagen wir mal in diese Welt, dann ist es so, dann stellst du fest oder dann hast du Kontakt mit Menschen, die ja wirklich Motorrad fahren. Also es gibt ja viele Gearheads, die das auch wirklich tun. Die sich nicht nur eine Lederkombi anziehen, weil sie es geil finden, sondern auch eine Lederkombi anziehen, weil sie gerne Moped fahren. Ja, aber damit hast du diesen Kontakt hergestellt zum Motorrad. Damit war das Motorrad dann präsent. Richtig schlimm ist es aber erst geworden, nachdem ich meine erste Gearblast hinter mir hatte. Und der Kontakt zu Mopedfahrern halt immer größer wurde. Und nur ist das aber immer nicht so einfach, irgendwo mal mitfahren zu können. Weil viele möchten das nicht, die trauen sich das nicht zu. Das kann ich auch verstehen, absolut. Die möchten da kein Risiko eingehen. Die möchten nur die Verantwortung für sich selber tragen und das ist auch völlig in Ordnung. Dann kam aber mein süßer, lieber Partner, mein Verlobter, der ist Mopedfahrer. Der fährt eine SMCR, eine KTM 96 SMCR aus 2012 ist sie, glaube ich. Und er sieht natürlich mega geil aus der Karre. Und die Karre ist auch geil. Ja? Und da war es dann so, dass ich das erste Mal hinten mit drauf saß als Sozius. Irgendwann war dann der Tag gekommen, wo er gesagt hat, so, jetzt fahren wir Moped. Und ich habe mir in die Hosen geschissen vor diesem Tag. Ich habe das so geschoben. Ich hatte so Bock auf Moped fahren. Ja, es war ja zeitweise so, dass ich jedem Mopedfahrer, der ein geiles Ding unterm Arsch hat, wahrscheinlich waren das die hässlichsten Typen in der Gier, aber jedem hinterher geglotzt. Ja, es war schlimm. Und er hat mich dann halt mitgenommen. Er hat gesagt, so, jetzt fährst du mit. Und das war halt auch eine mega geile Sache, muss ich sagen. Also ich war mega aufgeregt und es gibt da es gab da so einen Running Gag im Grunde, ja, also sein kleiner Blinker hier hinten, der musste schon ein paar Mal, mussten wir den schon wieder dran schrauben, weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinkriegen würde, wo ich selber fahre, ob ich den Fehler jetzt raus habe, aber der Blinker, bin immer raufgestiegen und bops, mit dem Schuhmeister, also mit dem Puls, habe ich den da einmal abgekillt und die kannst du immer wieder dran schrauben, das ist das Schöne, ne? Aber irgendwann ist der auch mal ausgenudelt, also die Schrauben und das alles. Also ihr seht, ich bin auch ein absoluter, naja, nicht Dulli, aber Missgeschicke passieren einfach. Also er war da auch nie böse drum. Das dann zu erleben, ja, was dann so passiert, wenn du hier am Gashahn ziehst und wie sich das anhört, was hier hinten rauskommt. Und diese völlig andere Straßenlage, die du dann hast, diese völlig andere Wahrnehmung, die du dann hast, das überfordert dich vielleicht im ersten Moment auch, aber ich habe mich, glaube ich, auch nicht ganz doof angestellt. Also wenn wir uns in Kurven gelegt haben oder so, ich habe mir vorher Videos angeschaut, wie man am besten als Sozius sich verhält und habe das dann versucht auch umzusetzen. Und ab da war der Wunsch natürlich noch größer. Problem war halt, die Kohle war nicht da. Ja? Die Kohle war einfach nicht da und das Bike kostet ja auch Geld. Und jetzt muss ich mal sagen, jetzt hat ja unsere Regierung einmal was richtig gemacht und den B196-Schein in die Welt gesetzt und mit dem ist das ja alles relativ problemlos. Ja? Du brauchst im Grunde nur 5 Pflichtstunden, theoretisch 5 Pflichtstunden und du musst dann halt zeigen, dass du die Maschine beherrschst, dass du damit umgehen kannst.
und darfst dann fahren, nachdem du auch noch vier Theoriestunden geleistet hast, also 5 praktische Stunden und 4 Theoriestunden. Und dann darfst du fahren. Es wird eingetragen, du musst keine Prüfung machen, alles Tüdi. Und ich finde das eine super Sache, weil wenn man das so durchzieht, ja, wenn man wirklich Anfänger ist, und ich zähle ja auch dazu, dann ist es einfach besser, mit so einer kleinen 125er anzufangen. Natürlich kannst du nicht auf der Autobahn damit irgendwelche Leute großartig überholen. Aber mal ganz ehrlich, wer will denn auch mit dem Moped auf die Autobahn? Das will ja keiner. Und ganz ehrlich, auf der Landstraße kannst du mit der genauso Spaß haben. Also, und nicht nur auf der Landstraße, weil in der Enduro-Version, wie sie hier jetzt steht, sie hat jetzt halt die Mischbereifung drauf, damit man auf der Straße auch ganz schön fahren kann. Im Winter wird es dann vielleicht die Stollenbereifung, da müssen wir mal schauen. Aber du kannst dich mit ihr auch in die Kurven legen, du kannst mit ihr vor allem auch Offroad-Spaß haben. Und wer sagt, 125er machen keinen Spaß, ja, also bitte Leute, also das ist völliger Mumpitz. Die machen, wenn die nicht sogar manchmal mehr Spaß machen als eine große. Weil die hier, die kannst du ausfahren. Die anderen nicht. Nein, das ist natürlich Quatsch. Nein, es ist schon, manchmal auf der Landstraße kannst du schon sagen, oh scheiße, vorbei, geht nicht mehr. Aber jetzt habe ich schon sehr weit ausgeholt. Also ich kann halt jeden nur animieren, macht das. Ja? Wenn ihr bisher nur den Autoführerschein habt, ihr müsst 5 Jahre lang den haben, den Autoführerschein, und ihr müsst mindestens 25 Jahre alt sein. Dann könnt ihr das machen. Wenn ihr natürlich noch ganz jung seid, wenn ihr noch 16 seid oder so, ja, dann macht den 125er Schein. Ja? Also fangt damit an, macht den. Es ist der beste Einstieg. Es ist definitiv der beste Einstieg für euch. Und ihr lernt dann, ihr seid nicht völlig überfordert, ihr kriegt eine Maschine, die euch nicht völlig zerlegt, auch sage ich jetzt mal. Ja. Ihr könnt euch damit auch hinlegen, ihr könnt damit auch einen Unfall haben und ihr könnt euch da auch mit wehtun, das ist keine Frage. Aber es ist was anderes, wenn du eine SMCR unterm Arsch hast und dich mit 180, sage ich mal, oder 160 in die Kurve schmeißen willst. Jetzt im übertriebenen Sinne, und du kannst dann einfach nur noch zugucken, wie es Klick macht und du bist vorbei. Du bist Geschichte. Genau damit sowas nicht passiert, sollte man halt wirklich mal klein anfangen. Ich war auch auf dem Trip, dass ich früher gesagt habe, es soll gleich eine große sein. Aber ich habe das revidiert. Ich habe selber so eine Erfahrung machen müssen, so eine kleine Unfallerfahrung, und da merkst du einfach, dass du als Anfänger, ja, als Anfänger musst du halt lernen und du musst langsam rangehen. Ja, das fällt nicht immer leicht, aber man muss das so tun. Also von daher auch der Appell an euch, wenn ihr eine 125er fahrt, ja, es kann weniger vielleicht manchmal passieren, oder weniger schlimm manchmal passieren, als wenn ihr eine große Maschine fahrt. Aber letzten Endes, auch da ist die Gefahr groß. Trotzdem, fahrt Moped, holt euch Mopeds, so eine geile Beta. Die ist wertstabil, die macht richtig Spaß. Oder auch eine KTM, eine Duke, ich weiß es nicht, eine Husky, was auch immer ihr wollt. Das sind ja schon wieder die größeren, aber ja. Nein, macht das, fahrt Moped. Es ist eine geile Erfahrung und vor allem es ist kein Vergleich damit, wenn man selber als Sozius hinten drauf sitzt. Dann ist das fast langweilig eigentlich. Also so ging es mir. Selber Moped zu fahren ist eine ganz andere Welt. Die flasht dich, die nimmt dich weg. Es passieren 1000 Sachen mit dir. Aber es ist kein Vergleich als Sozius. So, damit habe ich die Frage hoffentlich sehr ausführlich leider jetzt mal beantwortet. Lieber Nick, ich danke dir für die Frage. Schaut bei Ihnen im Instagram-Profil nach. Vorbei. Ich an dieser Stelle kann wieder nur sagen, abonniert den Lux. Ja, also nicht vergessen, ich setze jetzt mal hier unten Abonnieren rein. Da ganz unten, da findet ihr den Button Abonnieren. Hier oben setze ich jetzt auch noch mal rein, abonniere den Lux. Ja, dann, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr auf jeden Fall schon mal Nachrichten, wenn irgendwas Neues ist. Die Glocke dazu aktivieren, die ist auch noch da. Also ich weiß, es ist ein bisschen Arbeit, aber ihr müsst das nur einmal machen und dann kriegt ihr jedes Mal die Nachricht, sobald ein neues Video da ist. Ja, schaut beim Alex vorbei, gearimages.de, kann ich auch nur noch mal sagen. Schaut bei den Jungs vorbei, die Fragen gestellt haben, an die ich noch mal ein sehr, sehr herzliches Danke sage. Ich hoffe, ich habe das ganz unterhaltsam für euch gestaltet. Ihr habt ein bisschen was über mich erfahren.
Gibt es sonst noch was? Ja, doch, es gibt was. Wenn ihr noch weiter Kontakt haben wollt, dann blende ich jetzt hier, da so ungefähr, ja, die E-Mail-Adresse ein, und zwar talk@bikerlux.de. Und wenn ihr sagt, E-Mail, das ist so oldschool. Ja, okay, Telegram-Channel, da gibt es auch, blende ich jetzt auch hier ein. Also, @bikerlux_official. Sonst noch was? Nein, ich glaube, das war's. Wenn ihr Bock darauf habt, wenn euch das gefallen hat, natürlich ein Like da lassen, teilt die Geschichte. Und zum Schluss gibt's nochmal, wie immer, ein paar kleine Outtakes. Ich glaube, sie sind da. Und ihr kriegt von mir einmal da nochmal die Möglichkeit zu abonnieren und da nochmal die Möglichkeit, euch ein Video anzuschauen, was zum Thema passt oder überhaupt zum Lux passt. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Und damit sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage jetzt immer Tschüss, Goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. Jetzt muss ich kurz mal was nachgucken. Uiuiuiui. Welche Frage hatten wir da? Genau, der Nick TH Live war das ja. Genau, so, das cutten wir jetzt einfach mal raus. Oh nein, fahr jetzt nicht hier rum. Ja, fahr da rum, genau. Cut.